Wenn du selbstständig bist und einen Firmenwagen hast, das heißt, dein Auto gehört zum Betriebsvermögen, dann musst du deine privaten Fahrten mit diesem Auto versteuern. Das heißt, wenn du einen Wocheneinkauf machst, wenn du in den Urlaub fährst und so weiter, dann musst du auf diese Fahrten Steuern bezahlen. Und für die Berechnung der Höhe der Steuer gibt es zwei Methoden. Das ist einmal die 1%-Methode, die ist relativ einfach, weil man einfach 1% des Bruttolistenpreises pro Monat nimmt und das muss man dann versteuern. Und die deutlich genauere und bessere Methode, das ist die Fahrtenbuchmethode. Und beim Fahrtenbuch, das hat wahrscheinlich jeder von euch irgendwann schon mal gesehen, hat man so ein Buch und schreibt dann einfach jede einzelne Fahrt auf und weiß dann am Ende des Jahres den exakten Anteil der privaten Fahrten und dann nimmt man von der gesamten Kostenbasis, also was dein Auto dich insgesamt pro Jahr gekostet hat, den Anteil der privaten Fahrten und muss das versteuern. Das heißt, das Fahrtenbuch ist deutlich genauer, es ist in den allermeisten Fällen finanziell deutlich attraktiver, aber es ist unglaublich nervig, es ist unglaublich arbeitsintensiv und es ist ehrlicherweise auch wahnsinnig fehleranfällig. Und das Finanzamt macht beim Fahrtenbuch relativ häufig Probleme, weil sie entweder das Fahrtenbuch nicht lesen kann oder weil die Art und Weise, wie es geführt wurde, irgendwie nicht in Ordnung ist und so weiter. Und deswegen ist so ein Fahrtenbuch in der Praxis relativ kritisch. Zum Glück befinden wir uns im 21. Jahrhundert und es gibt inzwischen digitale Fahrtenbücher. Das sind Fahrtenbücher, die sich quasi wie von selbst tracken. Das heißt, Fahrten werden automatisch aufgezeichnet, sobald sich das Auto bewegt. Und ja, einer der bekanntesten Anbieter, der Marktführer, ist Wimcar. Und wie Wimcar genau funktioniert, also wie die Fahrten erfasst werden und wie man das Ganze anschließend ganz einfach am Smartphone kategorisieren kann, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn du Wimcar buchst, einen Link findest du unten als ersten Link in der Videobeschreibung, dann bekommst du irgendwann Post und zwar so ein kleines Päckchen. Und in diesem Päckchen befindet sich dann erstmal eine Anleitung mit einem QR-Code, den du scannen kannst, um dann auch die mobile App herunterzuladen. Aber viel wichtiger ist ein solcher Stecker. Das heißt, du bekommst einen solchen Stecker und diesen Stecker kannst du bei dir ins Auto stecken, in das OBD-System, also das Onboard-Diagnosesystem. Das heißt, dieses Ding nimmst du, steckst das bei dir ins Auto. Manchmal ist das im Auto nicht so super einfach zu erreichen und genau dafür gibt es tatsächlich auch nochmal so einen Adapter und so ein Kabel. Das heißt, ja, wie so ein Verlängerungskabel kannst du das Ding dann da reinstecken und dann, wenn das irgendwie schwer zu erreichen ist, kannst du hier den Stecker dann ins Auto stecken und damit kannst du den Stecker dann halt, ja, irgendwo platzieren, wo er nicht so stört. Das heißt, genau das bekommst du in diesem Päckchen. Du steckst das einfach einmal in dein Auto und dann hast du auf dieser beigelegten Karte eine Anleitung, was du denn danach machst. Aber im Wesentlichen bist du damit dann tatsächlich schon fertig. Denn sobald dieser Stecker in deinem Auto steckt, werden alle einzelnen Fahrten deines Autos aufgezeichnet. In diesem kleinen Stecker befindet sich eine SIM-Karte, das heißt, du musst auch nicht irgendwie mit dem Handy in der Nähe sein, sondern sobald dieses Auto sich bewegt, wird die Fahrt mitgetrackt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das Finanzamt hat eine ganze Reihe an Anforderungen an ein Fahrtenbuch, damit es anerkannt wird vom Finanzamt. Und dazu gehört die zeitnahe Aufzeichnung aller Fahrten. Und zeitnah als in Echtzeit geht ja quasi nicht. Und außerdem muss das Fahrtenbuch lückenlos geführt werden. Das heißt, wirklich jede einzelne Fahrt und jeder gefahrene Kilometer eines Autos muss aufgezeichnet werden. Das ist übrigens ein ganz häufiger Fehler bei solchen Fahrtenbüchern, dass dann doch irgendwann mal vergessen wurde, eine Fahrt aufzuzeichnen. Unter Umständen auch einfach eine private Fahrt, die eigentlich vollkommen irrelevant ist. Aber das gibt dem Finanzamt Munition, das Ding zu verwerfen und am Ende dann doch die 1%-Methode anzuwenden. Und das führt dann dazu, dass du in den allermeisten Fällen mehr Steuern zahlst und dir vor allen Dingen diese ganze Arbeit hättest du auch sparen können. Dieses Problem hast du nicht, wenn sich das Fahrtenbuch quasi von ganz alleine führt. Das Problem an so einem Fahrtenbuch, naja, ehrlicherweise ein großes Luxusproblem, ist, dass Wimcar das nicht vollständig alleine machen kann. Also Wimcar trackt vieles mit, zum Beispiel das Datum und die Uhrzeit. Das heißt, von wann bis wann ging eigentlich die Fahrt, den Anfangskilometerstand, den Endkilometerstand und tatsächlich auch von wo wurde eigentlich losgefahren und wo war der Zielort. Das heißt, wie ist eigentlich die genaue Route. All das zeichnet Wimcar automatisch auf und das ist auch alles notwendig in einem Fahrtenbuch. Das ist aber nicht alles. Das heißt, du musst in deinem Fahrtenbuch ja mehr angeben als nur das. Das heißt, du musst zum Beispiel auch kategorisieren, ist die Fahrt jetzt
beruflich gewesen? Ist sie privat gewesen? Ist sie irgendwie gemischt gewesen? Oder ist es vielleicht ein Pendeln gewesen, also eine Fahrt zwischen deinem Zuhause und deiner Tätigkeitsstätte? Das musst du entscheiden und das muss in einem Fahrtenbuch stehen. Außerdem muss, wenn sie denn beruflich ist, auch ein Anlass der Fahrt erfasst werden. Und das weiß Wimcar natürlich nicht ohne deine Hilfe. Also woher soll dieser Stecker das denn wissen? Und da kommt die App ins Spiel. Das heißt, du hast eine Smartphone-App und in dieser Smartphone-App von Wimcar siehst du alle aufgezeichneten Fahrten. Das heißt, du bewegst einfach dein Auto, öffnest dann die App, kannst dich auch erinnern lassen von der App natürlich und dann siehst du alle Fahrten. Und dann musst du genau diese Kategorisierung vornehmen. Also war etwas beruflich oder privat und so weiter. Du kannst Wimcar übrigens auch über die Browser-Version zum Beispiel an deinem Laptop bedienen. Ich empfehle dir ehrlicherweise die Smartphone-App. Erstens finde ich sie persönlich deutlich schöner und intuitiver und zweitens ist dein Smartphone ja meistens sowieso irgendwie in der Nähe dabei. Dass du gerade einen Laptop am Steuer dabei hast, ist jetzt nicht so besonders häufig. Deswegen ist meine Empfehlung, lad dir auf jeden Fall auf dein Smartphone die Wimcar-App runter und wie das Ganze dann abläuft, also wie das aussieht, wenn du diese App installiert hast, das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Hier befinden wir uns auf mein Smartphone und hier sehen wir auch direkt oben links die Wimcar-App, die wir einfach einmal auswählen. Und dann sehen wir auch quasi das Fahrtenbuch. Das heißt, wir sehen hier einmal eine Liste von allen möglichen Fahrten, die ich so gemacht habe. Und man sieht auch, mit welchem Auto habe ich diese Fahrten gemacht. Wenn ich jetzt mehrere Autos im Betriebsvermögen haben sollte, zum Beispiel, weil ich ein größeres Unternehmen bin, dann kann ich hier auch mehrere Autos anlegen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel ein Audi A3 und ein BMW 2er anlegen. Das Ganze kann ich auch unten auswählen in Garage. Das heißt, ich kann hier jetzt tatsächlich einfach beliebig viele Autos anlegen. Die meisten Selbstständigen haben ehrlicherweise einen Firmenwagen, deswegen ist das jetzt keine Funktion, die man so als Selbstständiger braucht. Aber wenn du als Geschäftsmodell irgendwas mit Autos zu tun hast, also Personenbeförderung beispielsweise, dann kann es ja sein, dass du durchaus mehrere Autos in deinem Betriebsvermögen hast. Und sobald du dein Auto bewegst, oder genauer gesagt, sobald irgendjemand dein Auto bewegt, wird die Fahrt mitgetrackt. Und dann siehst du hier so die Historie und dein Job ist es jetzt, diese einzelnen Fahrten zu kategorisieren. Und die tauchen dann tatsächlich von ganz allein hier in dieser App auf. Und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist jede einzelne Fahrt zu kategorisieren. Und dafür klickst du einfach mal auf so eine Fahrt drauf und du siehst jetzt hier zum Beispiel eine Fahrt von Hamburg nach Berlin und gefahren wurde von 20:27 Uhr bis 23:15 Uhr. Das sind 2 Stunden 48 und gefahren wurden 292 Kilometer. Aufgrund des GPS-Trackings weiß die App auch genau von wo bis wo du exakt gefahren bist. Wenn er das nicht genau erkennt, dann kannst du das Ganze auch noch bearbeiten. Das heißt, du kannst hier einfach auf den Stift klicken und kannst dann die Adresse auch nochmal bearbeiten. Manchmal stimmt das nicht 100%. Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, das trifft schon relativ häufig zu. Und hier darüber siehst du auch übrigens eine Karte mit Startpunkt und Zielpunkt. Das ist nicht die exakt gefahrene Route. Wie du siehst, das ist die Luftlinie. Das ist letztendlich genau das, was in so einem klassischen Fahrtenbuch auch stehen würde. Da beschreibst du ja auch nicht genau die einzelne Route und welche Straße du genommen hast. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll, dass das aus Datenschutzgründen nicht mitgetrackt wurde, sondern was hier wirklich einfach nur steht, ist der Startpunkt und der Endpunkt. Das ist für das Finanzamt relevant und das wird hier auch aufgezeichnet. Das heißt, hier werden jetzt keine unnötigen Informationen abgespeichert. Und hier darunter kann ich jetzt auswählen, warum diese Fahrt unternommen wurde. Also war es eine geschäftliche Fahrt, war es ein Arbeitsweg, also eine Fahrt zwischen Zuhause und erster Tätigkeitsstätte, war es eine private Fahrt oder eine gemischte Fahrt. Also wenn es eine gemischte Fahrt war, dann klicke ich da drauf und kann jetzt sagen, okay, der Anteil davon war jetzt geschäftlich, dann war ein Teil auch Arbeitsweg und der Rest war privat. Das heißt, das kann ich über so Schieberegler einfach ändern, kann auch auf Plus und Minus klicken, damit das dann genau aufgeht. In dem Fall war es aber ein Arbeitsweg. Und wenn ich auf Arbeitsweg klicke, dann muss ich zusätzliche Angaben machen. Das ist das, was das Finanzamt von mir möchte, dass es im Fahrtenbuch dokumentiert wird. Wichtig, das ist vor allem wichtig bei den betrieblichen Fahrten. Bei den privaten Fahrten ist es egal, weil die privaten Fahrten, die setzt du letztendlich steuerlich ja gar nicht ab. Auf die bezahlst du ja dann die Steuern. Das heißt, das Finanzamt schaut sich vor allem die betrieblichen Fahrten an. Das heißt, insbesondere die betrieblichen Fahrten solltest du da sehr gewissenhaft dokumentieren. Das Schöne an der App ist, die greift zu auf dein Kontaktebuch. Das heißt, wenn deine Kontakte in dem Fahrtenbuch sinnvoll gepflegt sind, dann gehst du hier einfach rein, kannst auf Partner gehen und kannst dann hier zum Beispiel einfach Benjamin, in dem Fall Esser, auswählen und wenn dann die Adresse und die Kontaktdaten und so weiter in deinem Smartphone gepflegt sind, dann füllt er den Rest quasi von alleine aus. Außerdem musst du immer einen Anlass der Fahrt angeben und da sind ein paar voreingestellt, hier zum Beispiel Besprechungen, Einkauf, Geschäftsessen, Inspektion, Kundengespräch, Reifenwechsel und so weiter. Du wirst ja immer wieder die gleichen Termine mit den gleichen Leuten haben, wenn dein Geschäftsmodell so aussieht wie bei den meisten anderen. Du kannst natürlich hier auch beliebig viele neue Anlässe eingeben. Ich sage jetzt mal Kundengespräch
und dann wählt er das aus. Ich kann jetzt, falls ich den Kontakt nicht gespeichert habe, tatsächlich auch auswählen, dass ich bitte diesen Kontakt speichern möchte. Außerdem sollte ich zusätzlich angeben, wer der Fahrer ist. Das heißt, hier kannst du dich einstellen, aber falls jemand anderes auch mit dem Auto fahren sollte, kann der Fahrer sich hier dann jeweils auch auswählen, oder du kannst es machen, wenn du das Fahrtenbuch führst und jemand anderes mit dem Auto gefahren ist, dann kannst du das hier eintragen. Außerdem kannst du noch einen Kommentar dazu schreiben, wenn das für dich relevant ist, und dann klickst du auf Kategorisieren und sagst in dem Fall als neuen Kontakt speichern, und damit ist die Fahrt kategorisiert. Wenn es eine private Fahrt ist, dann geht das Ganze signifikant einfacher. Dann sieht das Ganze nämlich so aus: Wir klicken einfach auf Privat und das war's. Bei privaten Fahrten sind diese ganzen anderen Angaben vollkommen irrelevant. Und warum machen wir den ganzen Quatsch eigentlich? Letztendlich wollen wir ja herausfinden, wie groß der private Nutzungsanteil meines Autos ist, weil das ja wichtiger Bestandteil ist der Steuerberechnung, also der Berechnung der privaten Leistungsentnahme, weil ich das Auto selber privat benutze. Und das Ganze kann ich aufrufen, indem ich hier oben rechts auf dieses Diagramm klicke, und dann sehe ich hier beispielsweise, dass ich in diesem Jahr, kann ich dieses Jahr einmal auswählen, bisher 52,58% geschäftliche Fahrten hatte, dass der Arbeitsweg 5,35% betragen hat und private Fahrten waren 42,07%. Und ich sehe natürlich auch die absolut gefahrenen Kilometer. Und das Ganze kann ich auswählen für dieses Jahr, letztes Jahr, ich kann einzelne Zeiträume auswählen und so weiter. Das ist letztendlich das, warum ich das Ganze mache. Allerdings hilft mir so eine nette Grafik auf meinem Smartphone ja auch nicht. Ich brauche das ja irgendwie für meine Steuerunterlagen, fürs Finanzamt, für einen Steuerberater, für mein Buchhaltungsprogramm, was auch immer. Natürlich kann ich das Ganze auch exportieren, das sehe ich hier direkt daneben. Das heißt, ich kann mir den Export anzeigen lassen und habe dann so eine Auswertung, wo genau diese ganzen Zahlen stehen, und kann das Ganze dann zum Beispiel einfach direkt an meinen Steuerberater schicken oder in mein Buchhaltungsprogramm übernehmen, um dann da den privaten Nutzungsanteil zu verbuchen. Und auch wenn das Finanzamt irgendwann einmal nachfragen sollte. Vielleicht zum Thema Finanzamt auch nochmal eine grundsätzliche Bemerkung. Dadurch, dass Autos relativ teuer sind, also sowohl in der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb, ist das häufig eine große Kostenposition in der Buchhaltung von Selbstständigen. Und wenn es jetzt hier darum geht, den privaten Nutzungsanteil zu versteuern, geht es um hohe Beträge. Und ehrlicherweise auch um Beträge, wo ganz häufig so ein bisschen die Wahrheit nicht ganz so ernst genommen wird. Und das ist natürlich der Grund, warum sich das Finanzamt wahnsinnig gerne Fahrtenbücher anschaut. Und meine Erfahrung aus inzwischen 15 Jahren Steuerberatung ist, dass so ein papiergeschriebenes Fahrtenbuch regelmäßig in Streit mündet mit dem Finanzamt, weil die irgendwas nicht anerkennen wollen, weil die irgendwas anders sehen, weil sie es nicht mehr lesen können, weil die Schrift verblasst ist, was auch immer. Das heißt, hier schleichen sich ganz häufig Fehler ein, was nicht heißt, dass das nicht in Ordnung ist, aber hier musst du wirklich ganz genau darauf achten, dass du alle gesetzlichen Anforderungen erfüllst. So ein digitales Fahrtenbuch kann dir da tatsächlich die meiste Arbeit und die meisten Kopfschmerzen nehmen. Digitale Fahrtenbücher kosten natürlich ein wenig mehr als so ein Büchlein, was inzwischen auch 5 € kostet. Aber es ist natürlich trotzdem günstiger als so eine digitale Version, wo du so einen Stecker im Auto hast und wo natürlich eine Software dahinter ist, die auch gepflegt wird und gewartet wird, wo es einen Support gibt und so weiter. All das hast du bei so einem Papierfahrtenbuch nicht, aber es ist natürlich günstiger. Aber hier geht es ja auch in gewisser Weise um Rechtskonformität. Also ist das Ganze eigentlich finanzamtkonform? Und das Finanzamt spricht keine Empfehlungen aus, generell keine Empfehlungen für Steuerprogramme, Buchhaltungsprogramme und natürlich auch nicht für digitale Fahrtenbücher. Das Finanzamt empfiehlt keine Software. Allerdings kann natürlich die Erfahrungswerte aus der Steuerberatungspraxis oder auch aus der Erfahrung von jedem einzelnen Selbstständigen selbst ganz klar zeigen, mit welchen Anbietern ist das Finanzamt eigentlich ganz glücklich und mit welchen eher nicht. Und ich kann dir sagen, in den 15 Jahren, in denen ich in der Steuerberatung arbeite, hatte ich noch nie Probleme mit einem Wimcar-Fahrtenbuch. Das liegt daran, weil das Wimcar-Fahrtenbuch wirklich GOBD-konform ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du musst, gesetzlich vorgeschrieben, deine Fahrten zeitnah erfassen. Was bedeutet eigentlich zeitnah? Bei so einem Buch weißt du es nicht. So ein Buch zu führen ist manchmal wie so ein Vokabelheft früher in der Schule. Irgendwann war man mal ganz fleißig und dann ist es irgendwann eingerissen, dass man es nicht direkt gemacht hat und irgendwann sitzt man da und füllt so die Vokabeln oder hier die Fahrten der letzten Monate nach. Das ist nicht zeitnah. Was Wimcar zum Beispiel einfach in der App verbaut hat, ist, dass wenn du nach einem gewissen Zeitraum deine Fahrten noch nicht kategorisiert hast, dann bucht Wimcar deine Fahrten einfach als privat.
Damit sind sie denn kategorisiert. Das ist zwar ungünstig für dich, weil dann jede Fahrt, die du nicht erfasst hast, als privat gewertet wird. Dadurch verstößt du aber nicht gegen die GOBD. Und die GOBD sind so die Spielregeln, wie man Buchhaltung in Deutschland macht. Und deswegen muss jede Steuersoftware GOBD-konform sein. Und Wimka hat da eine ganze Reihe an Kooperationen, zum Beispiel mit dem Steuerberaterverband, mit der ETL-Gruppe und so weiter, also großen Steuerberatungsgruppen. Und das zeigt schon mal ganz eindeutig, dass Wimka auf diese GOBD-Konformität großen Wert legt. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass sie einen KPMG-Prüfbericht haben. Das heißt, KPMG hat die Software geprüft und gesagt, ja, passt. Damit kann man arbeiten und dann ist man auch sicher dem Finanzamt gegenüber. Das heißt, dass das Wimka-Fahrtenbuch nicht nur deutlich bequemer und automatisierter ist, sondern tatsächlich auch rechtssicherer ist als die Papierversion. Das Ganze klingt jetzt natürlich so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Das Ganze funktioniert automatisiert, es ist auch noch finanzamtkonform und so weiter. Wo ist denn da eigentlich der Haken? Ja, und den Haken, den habe ich eigentlich auch schon angesprochen. Und zwar: so ein Papierfahrtenbuch ist halt signifikant günstiger. Wimka kostet. Ja, Wimka ist eine super intuitive, tolle Lösung. Es ist deutlich rechtssicherer, aber es kostet als Standardpreis auch 24,90 € im Monat, wenn du es für 12 Monate buchst. Das heißt, das sind 25 € plus Umsatzsteuer pro Monat, die du zahlen musst, um Wimka zu nutzen. Und das kann natürlich dazu führen, dass du selbst sagst, das ist es mir nicht wert. Das Schöne ist, dass so eine Kaufentscheidung ja kein rein emotionaler Prozess ist, sondern dass du das Ganze auch einfach für dich durchrechnen kannst. Du hast ein Auto im Betriebsvermögen, du hast die Möglichkeit, eine 1%-Methode zu verwenden, du hast die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch zu verwenden und du kannst, und das solltest du ehrlicherweise auch erstmal den Unterschied ausrechnen. Also ist für dich die 1%-Methode oder, wie in den meisten Fällen, die Fahrtenbuchmethode günstiger. Und da kannst du natürlich in dieser Vergleichsrechnung einfach auch schon den Preis für so ein Wimka-Fahrtenbuch mit einrechnen. Und wenn du durch die Fahrtenbuchmethode so viel Geld im Vergleich zur 1%-Methode sparst, dann sind vielleicht auch diese 24,90 € im Monat drin. Das Ganze musst du für dich einfach durchrechnen. Ich habe dir dafür einmal einen Vergleichsrechner, also Vergleichsrechner zwischen 1%-Methode und Fahrtenbuchmethode, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem habe ich ein Video dazu aufgenommen, wo ich durch diesen Rechner einmal durchführe und dir so ein paar Dinge einfach erkläre, wie diese ganze Berechnung der Steuer da im Hintergrund eigentlich funktioniert. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Mein Vorschlag wäre für dich: berechne erstmal für dich, was für dich günstiger ist, und dann kannst du, wenn du zum Schluss kommst, dass die Fahrtenbuchmethode günstiger ist, dir anschauen, ob du das Ganze automatisiert machst oder lieber per Hand. Ich kann dir sagen, dass ich persönlich mich für die Wimka Fahrtenbuchmethode entschieden habe, einfach weil die 1%-Methode bei mir deutlich teurer gewesen wäre und ich einfach viel zu faul und unzuverlässig bin, um so ein Ding zu führen, und meine Schrift ist ehrlicherweise auch eine Sauklaue. Die ist wahnsinnig schwer zu lesen, wenn ich am Schreibtisch schreibe per Hand, und wenn ich das im Auto auf den Knien mache, dann vergiss es. Das wird niemals was, und selbst ich kann das nicht mehr lesen. Wie soll irgendein Finanzbeamter das später in 3 Jahren noch entziffern können? Deswegen mache ich das Ganze mit Wimka, aber du solltest das selber für dich durchrechnen. Alles, was du dafür brauchst, findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du noch Fragen hast zu Wimka, zum Fahrtenbuch, zum Auto, zur Buchhaltung, zu Steuern und du bist selbstständig, dann schreib mir doch Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und damit bleibt mir an der Stelle nur zu sagen: vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, rechne das Ganze mal für dich durch, und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, dann bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden, wenn sich im Steuerrecht mal was ändern sollte. Ich habe gehört, das passiert ab und zu mal. Und jetzt klick gerne hier zu Wimka oder klick hier und hier für weitere Videos.